Mit welcher Situation rechnest du? Wie können wir uns das vorstellen? Wie wird das sein? Werden die Kellner Masken tragen? Wie viele Sitzplätze werden zur Verfügung stehen? Musst du da sehr viel verringern? Du hast ja doch diese Kojen. Wie können wir uns das vorstellen? Ich sehe da gar nicht so problematisch und vor allem eins muss man schon sagen, die Regierung hat ja heute verkündet, wie die neuen Maßnahmen sind und ich sehe das sehr, sehr positiv. Also man hat auf mich gehört. Ich habe das immer wieder gestreut. 1 Meter Abstand nur, es war ja geplant 2,5 Meter Abstand, ja, mit einer Person auf 20 Quadratmeter. Das geht ja nicht. Also 1 Meter Abstand, das stimmt nicht positiv. 4 Personen an einem Tisch plus die Kids dazu. Ja, und Schutzmasken, nur die Kellner, das heißt in der Küche nichts. Und auch meine Plastikvisierhelme, die haben sich durchgesetzt, ja. Also man sieht das Gesicht, wir verkaufen ja Emotionen und das ist wichtig so, ja. Weil ja von der Atmung her und wenn du eine Stimmung verkaufst, geht das gar nicht, wenn man den Mund und die Nase nicht sieht. Also da haben sie sehr auf uns gehört und großes Lob, das hat funktioniert. Und ich gehe ganz zuversichtlich rein, auch mit den Abständen. Wir brauchen natürlich einen Anchorman, das haben wir sowieso, mein Geschäftsführer und ich sind ja immer da. Wir geleiten die Menschen zu Tisch, werden vielleicht noch mehr sprechen, als wir sonst reden. Und wir sind eine große Familie. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird eine spannende Zeit. Aber wer wird das dann kontrollieren, meinst du? Nein. Also ich glaube, das ist wirklich viel Selbstverantwortung und man wird sehen, dass sich das so gut eingespielt hat. Viele Leute, ich habe es ja im Bekanntenkreis gemerkt, die sind so selbstverantwortlich, dass die wissen, was zu tun ist. Es gibt immer ein paar Ausreißer und Dumme, mein Gott, oder wenn jemand krank ist, geht das sowieso nicht fort. Also ich glaube, das wird sich super einspielen und es wird ein neues Gefühl werden und schauen wir mal, wie es wird. Also ich bin positiv, meine Mitarbeiter auch. Es hat ja an sich in der Bevölkerung sehr viel Zustimmung und sehr viel Verständnis gegeben. Hat dich das überrascht? Ja, also eigentlich schon. Also was mich überrascht hat, nicht die Maßnahmen, nachwirkend gesehen, man sieht ja immer, wie stolz die jetzt dastehen, war es richtig und das uns beneiden wirklich. Ich lebe zeitweise in Spanien, also die schauen ja mit Neid auf uns, die Deutschen auch. Ich habe viele Freunde in Deutschland, die sagen, ihr macht das so toll, auch wie die Bevölkerung sich verhalten hat. Also irritiert hat mich natürlich, dass so viele auch intelligente Menschen, sage ich mal, also so Herdenführer gefolgt sind und so ohne Widerspruch Dinge angenommen haben, ja so quasi, er hat ja gesagt. Aber wahrscheinlich brauchen das die Menschen, Österreicher vielleicht noch mehr, das hat mich schon ein bisschen schockiert, ja. Also dass man muss ja nicht dagegen, aber ein bisschen mehr Selbstverantwortung auch zeigen, aber es ist gut ausgegangen, sind wir froh. Ich meine, im Nachhinein ist man ja immer bekanntlich schlauer, aber was würdest du als Unternehmer anders machen? Beziehungsweise braucht es für dich jetzt in der Regierung ein neues Regelwerk? Absolut. Also es haben sich ja ein paar Fehler aufgetan. Also es kommt ja sehr viel raus in Krisen. Also ich finde, prinzipiell hat die Regierung viele Dinge richtig gemacht. Auch von der Intuition her, ja. Die Idee war gut, nur die Ausführung war schlecht. Das heißt, ich muss eins sagen, die Regierung, also nach meinen Interviews hat sich der Finanzminister persönlich gemeldet, das Wirtschaftsministerium hat mich angerufen, sogar das Außenministerium. Also immer wenn ein Thema war, was ich gesagt habe, hoppla, wir wissen ja gar nicht, wie das da draußen läuft. Und das hat mich so verwundert. Das heißt, also ich kann es ganz ehrlich sagen, Gernot Blümel hat mich angerufen nach meinem ersten großen Interview gesagt, Gert, also ich kenne ja, ein Gast von mir ist, sagt, was sollen wir machen? Hat mich eigentlich verwundert. Ein Finanzminister ruft mich an. Ich finde es positiv, also es ist vielleicht auch keine Schwäche, aber über die ist ja auch der ganze Zug drüber gefahren, ja. Aber dass man da keine Experten hat, und Expertinnen, das Wort, das man nicht mehr hören können, wundert mich ehrlich gesagt. Und wenn ich daran denke, dass alles, was ich jetzt so gesagt habe und gefordert habe, ich habe es eigentlich fast naiv gestreut, ich habe gesagt, man könnte doch oder wir machen das, das wurde umgesetzt. Also wer steckt da dahinter? Das Zweite, was Katastrophe war, waren die Banken. Ja, die sind nach wie vor, auch wenn verkündet wird, dass das jetzt so ohne Nachprüfung einmal, die Hausbank muss den Kredit gewähren. Also ich höre ganz was anderes. Die Banken machen sich fast lächerlicher, sagen, ja, die Regierung kann viel sagen, aber. Also das geht, da muss ein neues Regelwerk her, das auf alle Fälle. Das Management, also noch ein Beispiel, was eigentlich eigenartig war. Das Wirtschaftsministerium ruft mich an, weil ich gesagt habe, mit den Banken so funktioniert es nicht, auch mit den Zinssätzen. Dann haben sie gesagt, okay,
ich soll das einmal den Vertrag schicken, Sie prüfen nach. Und dann denke ich mir, die prüfen das bei AWS nach, das ist so ein Arbeitswirtschaftsservice für KMUs. Und dann denke ich mir, komisch, für mich ist ja die ÖHD, die Tourismusbank, zuständig. Und das hat, glaube ich, und das war ein ranghoher Sekretär der Schramberg. Schramberg, nicht Schramberg, Schramberg. Und der meldet sich nach einer Woche, ach, Sie sind draufgekommen, das ist ja gar nicht meine Abteilung. Und das ist vom Wirtschaftsministerium. Also da läuft schon einiges schief, fast ein bisschen mit einer Naivität gehen die rein. Und das hätte alles viel schneller gehen müssen. Also ehrlich gesagt, wenn ich als Unternehmer so gehandelt hätte, wie die Ausführung war, dann könnte ich sofort zusperren. Ja? Also so geht das nicht und das werden Sie vielleicht daraus lernen. Es ist in Summe gut gegangen, aber das Große kommt auf uns zu. Es werden sehr, sehr viele Betriebe zusperren müssen. Das halten die nicht durch. Also es ist ja mit Konjunkturpaketen, versucht man das zu stützen, aber da muss viel mehr sein. Meine Forderung war ja immer, zahlt doch den Leuten bar was aus, ja. Jeder Unternehmer bekommt vom Finanzamt einen Betrag von bis, je nach Größe, und im Nachhinein wird abgerechnet. Und alles wäre gut. Blümel konnte mir das nicht beantworten. Ich habe gesagt, warum macht sie das nicht? Das war aber bitte vor 5 Wochen. Er hat gesagt, das geht von der Gesetzeslage nicht. Dann habe ich gesagt, naja, aber ihr habt ja schnurstracks alle Gesetze geändert. So schnell haben wir gar nicht schauen können, ja? Also, ich glaube, im Nachhinein wäre es das Beste gewesen, hätten wir uns viele Diskussionen erspart und viele Enttäuschungen. Du persönlich, wie gehst du jetzt mit der Krise um? Beziehungsweise wie wirst du vielleicht den Urlaub verbringen heuer? Hast du dir da schon Gedanken gemacht oder wird es überhaupt einen Urlaub geben? Urlaub muss man sich immer nehmen. Also irgendwie wird es schon gehen. Jetzt werden wir mal hart arbeiten. Aber der ist witzigerweise heuer sowieso in Österreich geplant gewesen. Das erste Mal im Leben. Also ich bin also ein kleiner Vorseher.